In today's episode, we are visiting Germany to meet a truck maniac. Years ago, Alfred Weimhoff used to use trucks for his business, but he didn't need to think too much to see the fun part of the big vehicles. And one day he knew that he must try some off-road with his favorite Unimogs. He even won the Breslau Poland Rally 2 years ago in the small truck category, and today is preparing to challenge himself once again. Please meet Alfred and his great trucks. Mein Name ist Alfred Weimhoff. Ich bin gelernter Landhändler im Grunde genommen und komme sofort dazu, wie ich zur Rallye gekommen bin. Vom Beruf des Landhändlers oder bei dem Beruf hatte ich viel mit Unimog zu tun. Unimog im Pflanzenschutzbereich, Unimog, um auf dem Acker Kalk auszustreuen, und habe dabei viel Erfahrung gesammelt, dahingehend, dass so ein Unimog älteren Datums, kleinen Rädern sich festfahren konnte. Ich habe mit diesem Fahrzeug sehr viel gearbeitet und vor einigen Jahren dann gedacht, Mensch, ich möchte mal wissen, ob ich mit dem Unimog nicht was anderes anfangen kann, und bin dann zur Rallye Breslau gekommen mit einem größeren Unimog. Also was ganz sicher geht, ist die Pumpe. Die geht richtig, weil wir in Dresden an der alten Schlachterei gestartet sind. Das war unser erster Prolog. Dort hatte man gewaltige Löcher ausgegraben, die man also doch recht schnell durchfahren musste. Man fuhr auch durch Abbruchmaterialien. Also das war schon eine recht sportliche Herausforderung für unsere erste Rallye, die dann auch hinterher darin mündete, dass wir, wie das bei der Breslau bekannt ist, im Gelände waren. Und da hatten wir unseren ersten großen Fehler eigentlich mal gehabt. Wir haben eine Seilwinde hinten an dem Unimog angebracht, weil man uns sagte, der Unimog selber ist da vorne schon schwer genug, also sieh so zu, dass du hinten Gewicht hinbekommst. Das hat uns aber überhaupt nicht geholfen. Auf der Rallye, das habe ich mittlerweile gelernt, gibt es nur eine Richtung. Nur eine Richtung, und die geht nach vorne hin. Eine gute Frage, wie bereitet man ein Auto vor? Auch da muss ich sagen, habe ich gute Leute um mich herum. Einen Neffen, der sehr viel Ahnung von Unimog hat, dem es auch Spaß macht, einen Unimog herzurichten. Da bin ich selber nicht der Praktiker. Aber man bereitet sich selber auch darauf vor, dass ich also mental mich irgendwie so positioniere, dass ich denke, ja, da musst du dich schon vorbereiten. Und was immer wieder groß überwiegt, die Vorfreude im Grunde genommen. Wenn mich jemand fragt, Breslau fahren, dann behaupte ich schlicht und einfach, morgen früh bin ich dabei. Morgen früh kann es losgehen. So einen Spaß habe ich daran und freue mich auch auf das nächste Jahr, wo wir dann mit einem anderen Unimog starten können, der aus gebrauchten Teilen zusammengebaut wird. Und es wird ein Unimog, der vom Gewicht her ausgeglichen ist, und wir glauben, dass wir mit 4,2 Tonnen beim gesamten Fahrzeug landen werden, und versuchen auch mit 3 Personen im Fahrerhaus zu sitzen, weil 3 Personen eigentlich auch einen großen Vorteil hat. Der eine ist der Navigator, der eigentlich nur mit dem Buch beschäftigt ist. Der andere ist der Fahrer, und der in der Mitte hält sein Auge links und rechts, und wenn man im Gelände Positionen suchen muss, ist die dritte Person auch sehr, sehr wichtig. Ungeachtet dessen, sollte es mal zum Plattfuß kommen, haben wir festgestellt, ist ein Radwechsel draußen im Gelände mit 3 leichter zu machen als mit 2 Personen. Ich musste einmal meinen Beifahrer zitieren, oder ich habe mehrere Beifahrer gehabt. Wenn die gefragt wurden, wie sieht es in Polen aus, wurde oft gesagt, ja, Striche, lang, quer, eckig und so weiter. Mich hat fasziniert, in welchen Gefilden wir fahren durften überhaupt. Überhaupt Schlammpassagen zu meistern, das ist eigentlich für mich eine
sehr schöne Herausforderung, das Gelände abzuschätzen, zu schauen, Mensch, da sind schon Teilnehmer durchgefahren, haben sich festgefahren, dann zu beobachten, das Gelände geht etwas herauf, da muss es trockener sein, da kann man durchfahren und da kann man auch erkennen, oder da zeigt sich, dass man mit Erfahrung und vielleicht auch mit einer gewissen Ruhe die Breslau auch gut meistern kann. Ja, wie fährt man damit durch die Wellen? Also bislang ist es bei mir immer noch so gewesen, dass ich mich nicht an die extremsten Situationen rangewagt habe, weil fährt man das Fahrzeug kaputt, ist die Rallye zu Ende. Fährt man es nicht kaputt, hat man Chancen im Mittelfeld vielleicht sogar ganz nach vorne zu kommen. Und da hatten wir im vergangenen Jahr etwas Glück und auch ein gutes Fahrzeug, guten Beifahrer, ja, und jede Menge Spaß bei der Fahrerei. Wir haben das mal unter uns einfach Adrenalinbude genannt, weil während des Rennens da fiebert man einfach mit und hat immer neue Herausforderungen. Aber ja, in dem Jahr, wo wir auf Platz 1 gefahren sind, muss ich sagen, hatten wir nicht nur Glück. Ich hatte auch oder habe auch einen sehr guten Beifahrer, Simon Meintema, der also immer die Wege gefunden hat. Und da, wo mein Temperament mit mir durchging, und das kann schon mal passieren, ruft er dann einfach quer durch und ihm auch Alfred, Adrenaline runter und bringt mich dann auch schon mal zur Raison, damit wir das Auto dann nicht kaputt fahren. Kann ich nicht genau sagen, also in 2016 konnte ich leider nicht dabei sein, habe aber wunderbare Passagen gesehen, wo man winschen musste, sogar mit Umlenkrollen und so weiter. Das sind Herausforderungen, die ich eigentlich auch liebe. Ich hoffe, dass das auch annähernd so bleibt, dass ich das im nächsten Jahr auch mitmachen darf. Und was ist wichtig? Eigentlich ist wichtig nicht unbedingt der Sieg, das Erlebnis als solches und das ordentlich zu meistern. Und das kann man vielleicht auch zum Beruf hin übertragen und sagen, so, das ist die Aufgabenstellung, wie gehe ich die Aufgabe an und wie komme ich zu einem gescheiten Ergebnis. Die Frage kommt im Alltag unterjährig immer mal wieder. Dann habe ich das Glück, dass ich dann ein wunderschönes Buch von Nils Hatzmann mal zeigen kann. Und da springt der Funke schon über, weil da sind sehr lebhafte, schöne Bilder drin. Und ich kann nicht genau sagen, ob ich schon mal jemanden motivieren konnte, weil ja viele Faktoren spielen eine Rolle, um an einer Rallye teilzunehmen. Also Fahrzeug. Ja, Zeit muss ich haben, Beifahrer muss ich haben, eine Crew muss ich haben. Viele Punkte, um denn da auch mitmachen zu können. Aber so unterjährig, so manchen Unimog-Fan konnte ich damit schon begeistern. Das ist die Kabine für unser nächstes Fahrzeug, wo wir das Gewicht ausgeglichen haben wollen. Und das ist eine gebrauchte Kabine von einem Ruthmann Flurfahrer, also von einem Ruthmann LKW, Unimog, so muss ich sagen. Und den haben wir ganz auseinandergenommen, den Motor revidiert, das Getriebe und das Fahrerhaus wird, man kann es vielleicht so ahnen, ist minimal reparaturbedürftig, aber das wird das Fahrerhaus fürs nächste Fahrzeug werden, ja.